Ups, I did it again. Das ist die Überschrift über mein neuestes Video. Diesmal geht es wieder darum, dass ich ein Stahlwerkwerkzeug gekauft habe, was ich euch hier vorstellen will. Es geht hier um eine Brushless Kreissäge, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und wenn ihr dran bleibt, dann zeige ich euch, was ist dabei, welche Einstellmöglichkeiten hat es. Ich zeige euch natürlich den Lieferumfang und wir gehen natürlich hinterher auch ins Sägen und wir testen, ob das Ding dann auch wirklich gut sägt. Bleibt dran, bis nach dem Intro. Da ist das neue Stück. Es handelt sich um eine akkubetriebene Handkreissäge von Stahlwerk mit Brushless-Motor. Und wie man sieht, die Verpackung ähnelt doch sehr stark dem, was ich euch zum Beispiel bei der Schlagbohrer oder Schlagschrauber Verpackung gezeigt habe. Ist mal wieder alles schön schwarzer Karton und es gibt einen Koffer. Den zeige ich euch jetzt auch. So, wir haben hier einen normalen Kunststoffkoffer, der leider nicht zu dem System vom Schlagschrauber passt. Das heißt, man kann ihn nicht mit den anderen Koffern verbinden, sondern dieser Koffer ist für sich alleine zu benutzen, hat hier oben einen Griff und zwei Schließen. Wenn man das hier öffnet, dann kommt die Säge zum Vorschein. Wir haben wieder mal die bekannte Stahlwerk-Bedienungsanleitung, die sehr umfangreich aussieht, aber sie ist gar nicht so umfangreich. Werden wir uns gleich noch angucken. Wir haben hier die Stahlwerk Handkreissäge. Das ist eine Handkreissäge mit einem 20 Volt System. Es sind die gleichen 20 Volt 4 Ampere Akkus, die man hier verbauen kann oder verwenden kann wie bei dem Schlagschrauber. Und die ist geeignet für Sägeblätter bis 165 mm. Erstmal so im Großen und Ganzen. Wir haben hier eine Verstellung der Bettneigung, also bis 45 Grad. Wir haben hier eine Verstellung der Schnitttiefe. Und ja, das war eigentlich schon fast alles, was man hier verstellen kann. Und ja, gucken wir uns mal den Rest an. Dabei ist noch dann der Akku von Stahlwerk wieder, 4 Ampere, 20 Volt. Hat auch wieder hier diese Anzeige, wie voll der Akku ist. Mal gucken. Ja. Ist voll im Moment. Und ist soweit das gleiche Teil wie auch bei dem Schlagschrauber. Funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und wir haben wieder ein Netzteil oder ein Ladegerät von Stahlwerk. Auch das ist das gleiche wie bei dem Schlagschrauber. Da ist nichts Besonderes dran. Es hat zwei LEDs. Rote leuchtet dann, wenn geladen wird, und grün, wenn der Akku voll ist. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu belegen. Es gibt keinen Schalter oder sonst was. Das ist einfach nur ein Ladegerät. Es gibt hier im Lieferumfang noch einen Parallelanschlag. Ja, den gibt es noch dazu, den kann man noch da reinschieben. Ehrlich gesagt, ich arbeite damit nicht. Ich verwende die Säge mit einer anständigen Sägeschiene, Führungsschiene, und so ein Spielzeug verwende ich eigentlich nicht. Aber es ist dabei. Besser als nichts, sagen wir mal so. Die Anleitung anguckt, dann hat man wieder ein bisschen Werbung von Stahlwerk und dann hat man hier eine relativ schön gemachte Anleitung. Gut, so ein Bild, das bringt jetzt nichts, aber es macht die Sache halt ein bisschen hübscher. Es gibt natürlich die obligatorische Sicherheitshinweise am Anfang und dann geht es eigentlich in die eigentliche Anleitung. Das heißt, hier sind nochmal die technischen Daten erläutert. Das heißt, wir haben hier eine Leistung, maximale Power von 900 Watt. Wir haben 20 Volt System, 4 Ampere Akku und eine Leerlaufdrehzahl von 4.500 Umdrehungen ist möglich. Das Ganze, wie gesagt, hat eine
eine Aufnahme für bis zu 165 mm Sägeblätter und die maximale Schnitttiefe in Holz beträgt 54 mm. Wenn man bei 45 Grad schneidet, dann ist man hier bei 40 mm maximale Schnitttiefe. Das Ganze wiegt inklusive Akku 2,8 Kilo und liegt eigentlich ganz gut in der Hand. Hier ist im Grunde auch in der Anleitung nochmal beschrieben, die einzelnen Bereiche. Es gibt eine LED-Beleuchtung noch, wobei ich die noch nie beim Sägen gesehen habe, weil ich immer im Hellen arbeite und ich noch nie die LED wirklich wahrgenommen hatte. Aber gut, wir haben halt eine Schnitttiefenverstellung und wir haben halt die Winkelverstellung und das war es eigentlich schon. Das war eigentlich alles, was hier in dieser Anleitung drin steht. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Gut, dann gucken wir uns jetzt gleich nochmal die Details an. Und das mache ich mit einer anderen Kamera. Wir sehen die Säge jetzt von vorne und sehen auch die Skala für die Einstellung des Sägewinkels. Also den Winkel, wie das Sägeblatt zum Sägetisch steht. Und dazu haben wir hier diesen Knebel, den kann man aufmachen und dann kann man die Sägewinkel bis 45 Grad einstellen, beziehungsweise es gehen noch 2-3 Grad mehr. Und man kann, wenn man es hier senkrecht stellt, muss man es auf 0 einstellen, obwohl es ja eigentlich 90 Grad entspricht. Aber gut, das ist eine Ansichtssache, ob da jetzt 90 Grad stehen sollte oder 0 Grad. Da steht 0 Grad, also finden wir uns damit ab. Und vorne an der Kante der Säge sieht man eine Art Lineal mit 2 Kerben. Eine Kerbe ist markiert mit 0 Grad, die andere Kerbe mit 45 Grad und mit einem Strich. Und diese Kerben bzw. diese Markierungsstrich, die zeigen im Grunde die Schnittlinie an, wenn die Säge im 0 Grad oder 90 Grad Bereich sägen soll oder wenn sie im 45 Grad eingestellt ist. So hat man immer eine Orientierungslinie oder eine Orientierungsmarkierung. Wenn man also beispielsweise ohne Sägeschiene arbeitet und somit also quasi freihändig, dann hat man sich vermutlich vorher eine Linie gezeichnet, an der man entlang sägen möchte. Und diese Linie, die kann man im Grunde über diese Kerbe sehr gut anvisieren und dann auch freihändig sehr gerade Schnitte machen. Ich habe das also schon gemacht. Als nächstes schauen wir uns die Schnitttiefenverstellung von der Seite an. Da kann man über diesen Hebel die Schnitttiefe verstellen, beziehungsweise man öffnet den Hebel und kann dann die Maschine an dem Sägebett entsprechend hoch und runter schwenken und dann eben wieder fixieren und so kann man halt dann die Schnitttiefe einstellen. Da hatte ich beim Sägen tatsächlich auch schon meine ersten negativen Erfahrungen mit der Säge gemacht, denn dieser Hebel, dieser Feststellhebel für die Schnitttiefe war bei mir so montiert, dass er erst kurz über dem Sägetisch wirklich verriegelt hat und das bedeutet, dass wenn man mit einer Führungsschiene arbeitet und diese Führungsschiene etwas dicker ist als der Sägetisch von der Maschine, dann kann es einem passieren, dass man entlang der Sägeschiene sägt und dieser Knebel von dieser Verstellung sich dann löst, nach oben drückt und man damit unabsichtlich die Sägetiefe verstellt. Das ist mir tatsächlich zweimal passiert. Das Problem ist, dass dieser Knebel seitlich über den Sägetisch der Säge hinausragt. Um das zu verhindern, habe ich einfach mal diesen Knebel abgeschraubt über diese eine Schraube. Und darunter war eine Sechskantaufnahme. Dann habe ich den Knebel einfach um 2 Rasten nach oben versetzt, wieder drauf gebaut. Und dadurch verriegelt dieser Knebel jetzt weiter oben und dadurch kann mir jetzt dieses Problem nicht mehr so leicht passieren. Wenn wir uns schon mit der Winkeleinstellung der Säge beschäftigen, sollten wir natürlich auch mal schauen. Also ich lege den Winkel an und schaue mir an, ob dieser Winkel zwischen Sägeblatt und Sägetisch
einen 90 Grad Winkel ergeben. Und wie man sieht, funktioniert das, also das passt. Dann schauen wir natürlich auch noch, ob denn das Sägeblatt auch wirklich gerade läuft, und zwar in Längsrichtung des Sägetischs. Sprich, wir prüfen, ob die Sägerichtung auch wirklich mit den Markierungen, die wir vorhin gezeigt haben, übereinstimmt. Dann lege ich jetzt den Winkel mal an das Sägeblatt an, nach vorne, und schau mal, ob das wirklich mit der Markierung da übereinstimmt, und das funktioniert ebenfalls. Also kann man sagen, diese Säge sägt gerade nach vorne und sie sägt vor allen Dingen in der vertikalen auch gerade Winkel. Und ich kann das bestätigen, als ich hier mein Holz gesägt habe, ich hatte wunderbare 90 Grad Winkel, Schnittwinkel. All diese Messungen und das ganze Zeigen der Säge mache ich natürlich jetzt ohne eingesteckten Akku, aus Sicherheitsgründen. Das sollte man eigentlich grundsätzlich machen, wenn man irgendwas an der Maschine verstellt oder damit arbeitet, außer man sägt, sollte man den Akku in jedem Fall rausnehmen aus dem Ganzen. Der wichtigste Tipp, den ich für euch habe, ist, niemals an das Rotierende fassen. Ja, das ist der wichtigste Tipp, den ich für euch habe, denn das Ding ist wirklich fürchterlich scharf. Wenn ihr nicht mit einem Beutel voller abgesägter Finger in der nächsten Notaufnahme landen wollt, dann lasst das sein und fasst nicht da an, wo es sich dreht. Es gibt da auch einen negativen Punkt, denn der Akku hat zwar, wie man hier sieht, eine Statusanzeige, wie voll er ist, aber wenn der Akku eingesteckt ist, wenn der Akku eingesteckt und eingerastet ist, kann man diese Anzeige nicht mehr sehen und auch nicht mehr bedienen. Also das ist ein Konstruktionsfehler, dass man also im eingesteckten Zustand nicht sehen kann, wie voll der Akku ist. Das ist ein bisschen schade. So, und wenn man dann hier einschaltet, dann sieht man, also man muss diesen Sicherheitsschalter hier oben drücken, und den Trigger. Und dann dauert es in der Regel etwa auch eine halbe Sekunde bis eine Sekunde, bis das Sägeblatt anfängt zu rotieren, und es stoppt aber auch sehr schnell wieder. Also von daher ist das eine super Sache. Ja, das war im Grunde schon das Wichtigste zu dieser Maschine. Mehr gibt es da eigentlich nicht großartig dran zu erzählen. Ich denke, ich werde mir jetzt mal meine Arbeitshandschuhe und meine Brille anziehen und werde einfach mal hier ein Brett vorbereiten oder ein Holz vorbereiten, sodass ich dann auch mit euch mal einen Probeschnitt machen kann, damit wir dann auch das Ergebnis davon sehen. Und dazu muss ich aber jetzt hier mal eben auf meinem Arbeitstisch ein Stück Holz fixieren. Und ja, außerdem haben wir es noch keine 15 Uhr, das heißt, um keinen Ärger mit meinen Nachbarn zu machen, muss ich jetzt hier einfach noch eine halbe Stunde Pause machen. Wir sehen uns gleich wieder. Bleibt dran. So, der Arbeitshandschuh und die Schwitzbrille sind bereit. Und jetzt können wir gleich loslegen. Die Maschine habe ich hier schon vorbereitet. Die ist schon in der Führungsschiene. Und wir haben jetzt hier eine USB-Platte, 18 mm Dicke, die wir versäubern wollen. Also hier ist dieses Nut- und Federsystem, was hier drin ist, das sägen wir jetzt mal ab. Und da seid ihr jetzt live dabei. Wir drücken hier erst diesen Knopf, dann hier den Trigger. Ja, und los geht's. Und wir sehen hier einen
wirklich sauberen Schnitt. Wobei man das bei USB sagen kann. USB ist ja immer so ein bisschen bröckelig. Und jetzt gucken wir uns mal an, ob der denn auch winkelig ist. Ich würde sagen, perfekt. Das Ding ist absolut im 90 Grad Winkel. Das heißt, unsere Maschine sägt absolut sauber und gerade. Was lässt sich jetzt im Fazit zu der ganzen Sache sagen? Ist das eine vernünftige Säge oder ist es keine? Ich sage euch ganz ehrlich, ja, das ist eine gute Säge. Also man muss natürlich den Einsatzzweck im Blick behalten. Ich plane momentan oder ich bin gerade dabei, einen Schwerlast-Auszugschrank, also eine Art Apothekerschrank für den Keller zu bauen. Und deshalb habe ich hier das ganze Material zum selber zusägen. Natürlich könnte man sich auch einiges im Baumarkt zusägen lassen, wenn man denn exakte Maße hat und wenn man seinem Baumarkt so vertraut, dass die Maße, die er einem sägt, auch wirklich exakt sind. Da habe ich nämlich auch schon so meine Erlebnisse gehabt. Na gut, aber zurück zum Thema. Also, das ist eine gute Säge. Der Brushless-Motor hat auf jeden Fall genügend Power. Ich habe auch schon Sägen oder Schnitte gemacht, wo ich zwei 18 mm USB-Platten übereinander in einem Schnitt oder in einem Schnitt gesägt habe, also 36 mm USB. Das macht die ohne Probleme, ohne Murren. Sie verbraucht schon einiges an Strom dabei. Also der Akku ist, wenn man dann so ein paar Bretter geschnitten hat, ist dann auch relativ schnell leer. Ist jetzt bei mir nicht das große Problem, weil ich habe ja noch den zweiten Akku von meinem Schlagschrauber. Das ist ja der gleiche Akku. Das heißt also, ich kann dann immer den Akku wechseln, wenn der eine leer geht und auf den Ladegerät gehen oder auf die Ladestation geben, und das geht dann auch relativ schnell. Also der Akku ist dann auch relativ flott wieder voll. Insgesamt bin ich recht zufrieden, vor allen Dingen in Anbetracht des Preises, denn ich habe für das ganze Set mit Koffer, mit Ladegerät, mit Akku
gerade mal 99,99 € bezahlt, also 100 €. Und das finde ich schon ziemlich gut. Und ich habe natürlich darüber nachgedacht, naja gut, du hast ja einen Akku und ein Ladegerät, nimmst du halt nur die Maschine. Aber die kostete dann 70 €. Das sind 30 € Unterschied. Und ich hätte dann eben keinen Koffer, keinen Akku und kein Ladegerät gehabt. Und habe da gesagt, komm, für die 30 € nimmst du das komplette Set. Was soll das denn? Und ja, deshalb, ich bin sehr zufrieden damit. Es macht ordentliche Schnitte. Die Schnitte sind vor allen Dingen gerade. Ja, also das, sofern du in der Lage bist, richtig anzuzeichnen und auszumessen, dann kriegst du auch genau den Schnitt, den du haben möchtest. Und das ist natürlich genau so eine Sache. Ich lieber zweimal messen oder auch dreimal, weil vorm Sägen zu messen ist auf jeden Fall schlauer als hinterher blöd dazustehen. Ja, und mit diesen Worten beende ich hier im Grunde auch dieses Video. Für mich ist es auf jeden Fall das Geld allemal wert, wenn ich das vergleiche mit meiner uralten, ich glaube 25 oder 26 Jahre alten Handkreissäge, die ich mal irgendwann mal ich glaube bei Lidl gekauft habe. Also ich bin schon sehr beeindruckt davon, wie gut diese Maschine ab Werk eingestellt war. Und von daher habe ich da überhaupt nichts zu meckern. Das Einzige, was ich halt wirklich blöd finde, ist halt wirklich die Positionierung oder die Konstruktion, wie der Akku halt in dem Gerät drin sitzt. Das heißt, man kann halt diese Akkustandsanzeige nicht lesen, wenn der Akku im Gerät ist. Und das ist bei dem Schlagschrauber zum Beispiel viel besser. Denn ich kann sowohl den Akku lesen, als auch am Gerät selber habe ich nochmal eine Anzeige, um das zu machen. Es gibt noch ein paar andere Ungereimtheiten, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum man das gemacht hat. Stahlwerk hat ansonsten eigentlich alle Geräte, die aus dieser Brushless-Serie sind mit Weiß und Schwarz in der Gehäusefarbe. Warum jetzt dieses arme Ding hier diskriminiert wurde und grau und schwarz gemacht wurde. Ich weiß nicht, vielleicht war es bei der Entwicklung nicht freundlich genug zu den Entwicklern, dass sie gesagt haben, du kriegst nur graues Gehäuse und die anderen kriegen weißes Gehäuse. Ich weiß es nicht. Das kann mir vielleicht irgendwann mal Stahlwerk sagen, aber müssen sie auch nicht. Wir sind ja in keinem Verhältnis, keinem wirtschaftlichen Verhältnis, weil auch dieses Gerät habe ich selber bezahlt. Das hat mir niemand zur Verfügung gestellt und man hat auch niemand Geld dafür gegeben, dass ich das teste, sondern ich brauchte eine neue Säge und die habe ich mir gekauft und euch zeige ich, wie gut sie ist. Und das war's dann für heute. Danke und tschüss. Abschalten nicht vergessen.